Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video soll es darum gehen, bisschen Fahrwerkausbau. Ich habe ja gesagt, dass ich ein Gewindefahrwerk in das Auto einbauen möchte. Dazu muss ich die vordere Federbeine ausbauen, zerlegen und einschicken, weil die Federbeine umgebaut werden müssen, damit das Gewindefahrwerk überhaupt möglich ist. Und dann soll es noch um folgendes Thema gehen, und zwar, ich habe mich entschieden, wenn jetzt dieses neue Gewindefahrwerk kommt, das ja wunderschön neu aus dem Karton kommt, dann kann ich das nicht irgendwie in diesen alten, schmutzigen Radkasten einbauen. Das sieht ja irgendwie blöd aus. Also ich würde mir da jetzt irgendwie blöd vorkommen, und deswegen habe ich mir vorgenommen, bevor ich das Fahrwerk einbaue, dass ich den Unterboden und auch die Radkäste sauber mache. Das heißt, ich werde sie sauber rausschleifen, natürlich auch Rost beseitigen, Rost behandeln und dann wieder mit einem Chassislack lackieren. In dem Video soll es quasi um die Themen gehen. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Es steht auf der Liste quasi Ausbau Hinterachse, Hinterachsdifferential, Kardanwelle, und ich bin jetzt einmal gespannt. Bisher sind alle Schrauben gut aufgegangen. Ich war total überrascht. 50 Jahre altes Auto. Schrauben gehen alle auf, ohne dass irgendeine abbricht oder dass man Schwierigkeiten hat, die aufzumachen. Und heute geht es weiter bei dem Thema Schrauben aufmachen, die vielleicht 50 Jahre schon zu sind, und bin gespannt, wie es da vor sich geht. Der nächste Plan ist quasi Abbau vom Auspuff. Die ganze Hinterachse hier, die Achsaufnahme, die Aufnahme mit diesem Differential komplett auszubauen. Einfach, dass ich überall rankomme, um quasi die Karosserie, der Unterboden sauber zu schleifen und schön zu lackieren. Ich gebe mir das jetzt, weil das unangenehmste Geschäft ist an dem ganzen Auto, quasi das Auto untenrum schön sauber machen. Und ich mache das jetzt am Anfang von dieser Autorestauration, dass ich es hinter mir habe, weil ich da am meisten Motivation dazu brauche. Zum Auspuff abbauen fange ich jetzt mal am Krümmer vorne an, versuche das Hosenrohr zu lösen. Ich bin gespannt, ob die Schrauben aufgehen. Das sind 2 Stehbolzen mit Muttern und eine Schraube. Ich habe die vorher ein bisschen eingesprüht. Jetzt sind wir mal gespannt, ob ich die Schraube irgendwie aufkriege. Die Schraube, die erste, die habe ich rausgekriegt. War nicht ganz einfach, aber sie ist raus. Trotzdem irgendwie ohne Probleme. Machen wir jetzt mal weiter. Der Auspuff liegt jetzt hier am Boden. Genau. Ich werde jetzt versuchen, die ganze Aufhängungspunkte der Hinterachse mal die Schraube zu lösen. Ich bin da gespannt. Ich habe es im Vorhin ein bisschen eingesprüht mit Sprühöl
und bin mal gespannt, was geht. Ob die aufgehe oder ob das ein Problem wird. Fangen wir mal an. Kurzer Zwischenstand. Ich habe die Kardanwelle ausgebaut. Das Ganze war sehr problemlos. Die Handbremsmechanik, die hier rankommt, habe ich ausgebaut. Die Bremsleitungen gelöst und habe im Prinzip alles vorbereitet, um den Hinterachsträger samt Achsschwinge komplett auszubauen mit Differential. Und da bereite ich jetzt alles vor. Hier nochmal die ausgebaute Bauteile, also die Kardanwelle, die Mechanik von der Handbremse und der Auspuff, den ich schon versucht habe hier zu trennen. Das ist nicht ganz einfach. Ja, schauen wir mal. In diesem Schritt jetzt habe ich das Auto auf den 2 Holzpfähle aufgesetzt mit der Hebebühne, damit ich die Federn ausbauen kann. Die Stoßdämpfer sind unten schon gelöst. Da mache ich jetzt die Schraube, die Muttern vollends ab und lasse das Auto wieder hoch und hoffe, dass alles gut geht beim Federn ausbauen, weil die Federspanner, wo ich habe, die passen alle nicht. Die kann ich alle nicht irgendwie an der Feder entsprechend ansetzen. Und jetzt versuche ich es halt mit der Methode. Also jetzt sind die Stoßdämpfer raus, aber irgendwie sind die Federn noch fest. Das heißt, die muss man jetzt was einfallen lassen, um den ganzen Achsträger auf dem Boden absetzen zu können. Und dann, dass ich dann die Federn rauskriege. Neuer Plan. Ich habe hier jetzt ein Ölfass auf einem Rollbrett. Genau die Kombination benutze ich immer, um vom T1-Bus der Motor auszubauen oder das Getriebe auszubauen, weil dann kann ich runterfahren auf eine gewisse Höhe und kann auch unterm Auto quasi schrauben. Und jetzt werde ich das Getriebe vollends losschrauben, beziehungsweise der Achsträger. Und dann sehen wir, was passiert. Keine Ahnung, was passiert. Irgendwas wird passieren. Alle Schrauben sind los. Bevor ich jetzt aber hochfahre, werde ich noch einen Sack Zement in den Kofferraum legen für den Gewichtsausgleich auf der Hebebühne. Ich habe dann ein besseres Gefühl, fühle mich sicherer, wenn die Ausgewogenheit von dem Auto auf der Hebebühne wieder so ein bisschen hergestellt ist. Ich würde sagen, alles ist vorbereitet. Ich fahre jetzt mal hoch und schaue, ob das Differential samt Achsträger unterbleibt auf der Tonne. Wie ihr seht, es hat geklappt. Die Federn sind am Auto geblieben. Das muss ich mir noch anschauen, woran das liegt. Hier nochmal jetzt der Achsträger samt Differential. Und so sieht jetzt das Auto aus. Und dann kann ich mich die nächsten Tage, ich werde jetzt noch die Stoßdämpfer und die Federn wegmachen und dann werde ich mich die nächsten Tage ranmachen
und werde dieses undankbare Geschäft machen und dieses Auto unten sauber machen und mit einem Chassislack versehen. Ich mache das jetzt mit diesem Unterbodenrichter jetzt, weil wie gesagt, das ist das größte Drecksgeschäft. Ich muss mich da sehr stark dazu überwinden, das zu tun. Wenn ich das aber erledigt habe, freue ich mich und dann geht es mit den schönen und einfachen Dingen weiter an dem Auto.